Hast du dieses Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen? Ja, habe ich. Laut einer aktuellen Umfrage von Payscale erhielten 2022 rund 60% der Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung. Das ist großartig. Wie hoch war der durchschnittliche Anstieg? Dieselbe Umfrage ergab, dass die durchschnittliche Gehaltserhöhung bei rund 3,4% lag. Der Anstieg kann jedoch je nach Faktoren wie Branche, beruflicher Rolle und Unternehmensleistung variieren. Wow, das ist gut zu wissen. Wissen Sie, warum einige Unternehmen dieses Jahr Gehaltserhöhungen gewähren? Ja, ein wichtiger Faktor ist die hohe Inflationsrate. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics ist der Verbraucherpreisindex (CPI) in den letzten 12 Monaten um 8,2% gestiegen, was die Unternehmen unter Druck gesetzt hat, die Gehälter anzupassen, um Talente zu halten. Ich verstehe. Es geht also nicht nur darum, gute Leistungen zu belohnen, sondern auch darum, mit den Lebenshaltungskosten Schritt zu halten. Genau. Eine Studie von Mercer ergab, dass 70% der Unternehmen ihre Gehaltsbudgets anpassen, um der hohen Inflation Rechnung zu tragen. Das ist wirklich interessant. Ich frage mich, wie sich das auf den Arbeitsmarkt und die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken wird. Das ist eine gute Frage. Experten gehen davon aus, dass der angespannte Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit, Talente an sich zu binden, auch in den kommenden Jahren zu Gehaltserhöhungen führen werden. Das ist gut zu hören. Für Unternehmen ist es wichtig, dass ihre Mitarbeiter glücklich und motiviert sind. Absolut. Investitionen in die Mitarbeitervergütung sind entscheidend, um Top-Talente anzuziehen und zu halten, was letztlich der Unternehmensleistung zugutekommen kann. Hey, was machst du gerne an den Wochenenden? Oh, ich versuche es zu vermischen. Manchmal entspanne ich mich einfach zu Hause, und manchmal gehe ich gerne raus und erkunde neue Orte. Das ist großartig. Studien zeigen, dass Pausen und Freizeitaktivitäten ihre Produktivität und ihr geistiges Wohlbefinden während der Arbeitswoche tatsächlich verbessern können. Wirklich? Das wusste ich nicht. Welche Aktivitäten werden als vorteilhaft angesehen? Nun, laut einer Umfrage der American Psychological Association gehören es zu den beliebtesten Wochenendaktivitäten, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, Sport zu treiben und Hobbys nachzugehen. Das macht Sinn. Ich finde, wenn ich mich entspannen und etwas tun kann, das mir Spaß macht, komme ich erfrischt und motiviert zur Arbeit zurück. Genau. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass regelmäßige körperliche Aktivität auch das Risiko von chronischen Krankheiten wie Herzerkrankungen und Diabetes verringern kann. Wow, das ist wirklich gut zu wissen. Ich muss sicherstellen, dass ich meine Wochenenden priorisiere und versuchen muss, mehr dieser gesunden Aktivitäten zu integrieren. Das ist großartig. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und das zu tun, was für Sie am besten funktioniert. Definitiv. Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende einige neue Dinge auszuprobieren und zu sehen, wie sich dies auf mein allgemeines Wohlbefinden auswirkt. Ich bin neugierig. Findest du das Frühstück, das wir heute gemacht haben, gesund? Das ist eine gute Frage. Laut USDA sollte ein gesundes Frühstück ein ausgewogenes Verhältnis von Protein, Kohlenhydraten und gesunden Fetten beinhalten. Okay, woraus besteht unser Frühstück? Nun, wir hatten Rührei, das ist eine gute Proteinquelle.
Wir hatten auch Vollkorntoast und eine Beilage mit Obst. Das klingt ziemlich gut. Aber woher wissen wir, ob es wirklich gesund ist? Die American Heart Association empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als 25 bis 36 Gramm zugesetzten Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. Obst ist eine großartige Quelle für natürlichen Zucker. Ah, ich verstehe. Und was ist mit den Eiern und dem Toast? Eier sind ein vollständiges Protein, das alle essentiellen Aminosäuren enthält. Und Vollkorntoast ist eine gute Quelle für komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Wow, ich wusste nicht, dass es bei einem gesunden Frühstück so viel zu beachten gibt. Ja, es ist wichtig, auf den Nährstoffgehalt der Lebensmittel zu achten, die wir konsumieren, insbesondere zu Beginn des Tages. Ich freue mich, dass wir uns die Zeit genommen haben, das zu besprechen. Ich fühle mich besser informiert, wenn es darum geht, ein gesünderes Frühstück zu wählen. Ich auch. Es ist immer gut, mehr über eine ausgewogene und nahrhafte Ernährung zu erfahren. Hallo, haben Sie von den neuesten Konsumausgabentrends gehört? Nein, was ist neu? Laut einer aktuellen Umfrage plant der durchschnittliche amerikanische Haushalt in diesem Jahr rund 62.000 US-Dollar für verschiedene Einkäufe auszugeben. Wow, das ist eine Menge Geld. Was planen die Leute zu kaufen? Zu den wichtigsten Kategorien gehören Wohnen, Verkehr und Gesundheitswesen, auf die etwa 60% der Gesamtausgaben entfallen. Das macht Sinn. Was ist mit anderen Arten von Einkäufen? Nun, die Umfrage ergab auch, dass die Menschen planen, mehr für Unterhaltungs-, Reise- und Körperpflegeprodukte auszugeben. Das ist großartig. Ich habe tatsächlich vor, mir einen neuen Fernseher zu kaufen und dieses Jahr Urlaub zu machen. Nett. Das Verbrauchervertrauen ist hoch und die Menschen sehen die Wirtschaft optimistischer. Das ist gut zu hören. Ich schätze, wir versuchen heutzutage alle nur, das Beste aus unserer Kaufkraft herauszuholen. Unbedingt. Es ist interessant zu sehen, wie sich unsere Ausgabegewohnheiten entwickeln. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche neuen Produkte und Dienstleistungen dieses Jahr auf den Markt kommen. Puh, dieser Projektzeitplan ist wirklich knapp, nicht wahr? Ja, das ist es. Enge Zeitpläne können das Team stark unter Druck setzen. Ich habe gelesen, dass Projekte mit engen Zeitvorgaben eher Qualitätsprobleme haben. Wussten Sie das? Das ist besorgniserregend. Studien haben gezeigt, dass überstürzte Projekte zu mehr Fehlern und einer geringeren Liebe zum Detail führen können. Genau. Und nicht nur die Qualität leidet darunter. Enge Zeitpläne können das Team auch stark belasten. Du hast recht. Untersuchungen haben ergeben, dass Mitarbeiter, die an Projekten mit engen Terminen arbeiten, einem höheren Maß an Stress und Burnout ausgesetzt sind. Das ist nicht gut für die Moral oder Produktivität. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, diese engen Zeitpläne besser zu handhaben. Es ist eine herausfordernde Situation, aber effektive Kommunikation, Ressourcenplanung und Risikomanagement können dazu beitragen, die Probleme zu mildern. Ich verstehe.
Es ist wichtig, proaktiv zu sein und diese Bedenken frühzeitig auszuräumen, nicht wahr? Absolut. Sich der potenziellen Fallstricke bewusst zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu beheben, kann einen großen Unterschied machen. Nun, ich bin froh, dass wir diese Diskussion hatten. Es hat mir ein besseres Verständnis der Herausforderungen gegeben, vor denen wir stehen. Ich auch. Informiert zu bleiben und zusammenzuarbeiten, ist der Schlüssel, um diese engen Zeitpläne erfolgreich zu bewältigen. Hey, ich habe gehört, du triffst heute jemanden Neuen. Wer ist es? Ja, ich treffe mich mit dem neuen Leiter unserer Marketingabteilung. Sie haben über 10 Jahre Erfahrung in der Branche. Wow, das ist beeindruckend. Was kannst du mir über sie erzählen? Nun, laut Ihrem LinkedIn-Profil haben Sie für mehrere führende Unternehmen im Marketingbereich gearbeitet und können auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz erfolgreicher Kampagnen zurückblicken. Das ist großartig. Welche Art von Fachwissen bringen Sie mit? Sie haben einen starken Hintergrund im digitalen Marketing mit Fachkenntnissen in den Bereichen Social Media, SEO und Inhaltserstellung. Ihre früheren Arbeitgeber haben Ihre Fähigkeit gelobt, das Wachstum voranzutreiben und die Markenbekanntheit zu steigern. Klingt so, als ob Sie eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein werden. Was erhoffst du dir von ihnen zu lernen? Ich freue mich sehr darauf, Einblicke in Ihre Strategien und Best Practices zu erhalten. Ich glaube, wir können viel von Ihrer Erfahrung und Ihrem Fachwissen lernen. Das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass dieses Treffen sehr informativ sein wird. Ich hoffe, Sie haben eine produktive Diskussion. Danke, ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ich werde das, was ich gelernt habe, auf jeden Fall mit dem Rest des Teams teilen. Also, welches Land planen Sie als nächstes zu besuchen? Ich entscheide mich eigentlich immer noch. Es gibt so viele tolle Orte zu entdecken. Das stimmt. Laut der Welttourismusorganisation gab es 2018 über 1,4 Milliarden internationale Touristenankünfte. Wow, das sind eine Menge Leute, die reisen. Was sind einige der Faktoren, die bei der Auswahl eines Reiseziels zu berücksichtigen sind? Nun, Faktoren wie Reisekosten, kulturelle Erlebnisse und Sicherheit sind wichtig. Zum Beispiel stufte der Global Peace Index Island 2021 als das sicherste Land der Welt ein. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich wollte schon immer Island besuchen. Was ist mit den kulturellen Erlebnissen? Verschiedene Länder bieten einzigartige kulturelle Erlebnisse. Zum Beispiel ist Japan bekannt für seine reiche Geschichte, traditionelle Kunst und köstliche Küche. Das klingt unglaublich. Ich muss Japan zu meiner Liste potenzieller Ziele hinzufügen. Absolut, es gibt so viele unglaubliche Länder zu entdecken. Der Schlüssel liegt darin, Ihre Nachforschungen anzustellen und ein Reiseziel auszuwählen, das Ihren Interessen und Ihrem Budget entspricht. Du hast recht. Ich werde diese Faktoren auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich meine nächste Reise weiter plane. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie die Antwort auf eine Frage finden, die Sie haben? Ja, es kann frustrierend sein, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Aber es gibt so viele Ressourcen, die uns helfen, Antworten zu finden. Das stimmt.
Laut einer Studie des Pew Research Center nutzen 81% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten das Internet, um Informationen zu finden. Wow, das ist ein erheblicher Prozentsatz. Das Internet hat den Zugriff auf Informationen sicherlich erleichtert. Absolut. Aber es ist nicht nur das Internet. Bibliotheken, Experten und sogar Freunde und Familie können großartige Informationsquellen sein. Das ist ein gutes Argument. Eine Umfrage der American Library Association ergab, dass 95% der öffentlichen Bibliotheken kostenlosen Zugang zu Computern und zum Internet anbieten. Das ist wirklich beeindruckend. Es zeigt, wie sich Bibliotheken an das digitale Zeitalter anpassen und der Gemeinschaft wertvolle Ressourcen zur Verfügung stellen. Definitiv. Und wenn es darum geht, Expertenrat zu finden, ergab eine Studie des Pew Research Center, dass 72% der Erwachsenen in den USA Informationen von Experten vertrauen. Das ist toll zu wissen. Es ist beruhigend, zuverlässige Quellen zu haben, an die wir uns wenden können, wenn wir Antworten benötigen. Absolut. Der Schlüssel ist, neugierig zu sein, verschiedene Ressourcen zu erkunden und keine Angst zu haben, Fragen zu stellen. Gut gesagt. Antworten zu finden kann eine Reise sein, aber sie ist eine wertvolle Reise, die zu neuen Entdeckungen und Erkenntnissen führen kann. Genau. Je mehr wir lernen, desto mehr können wir wachsen und zu unseren Gemeinschaften beitragen. Hey, kaufst du gerne Kartoffelchips? Kartoffelchips. Ja, sie sind ein beliebter Snack. Wussten Sie, dass sie erstmals 1853 erfunden wurden? Wirklich? Das ist interessant. Woher kamen sie? Kartoffelchips wurden von einem Koch namens George Crumb in Saratoga Springs, New York, kreiert. Er versuchte Pommes zu machen, aber der Kunde schickte sie immer wieder zurück, also schnitt er die Kartoffeln hauchdünn und frittierte sie, bis sie knusprig waren. Wow, das ist eine coole Geschichte. Ich wusste nicht, dass sie so erfunden wurden. Ja, und seitdem sind Kartoffelchips zu einem globalen Phänomen geworden. Tatsächlich wird der globale Markt für Kartoffelchips bis 2025 voraussichtlich 28,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist beeindruckend. Ich frage mich, was Kartoffelchips so beliebt macht. Nun, sie sind ein praktischer und leckerer Snack, der einfach zu genießen ist. Außerdem sind sie in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich, von klassisch gesalzenem Essen bis hin zu einzigartigeren Optionen wie Barbecue oder Sauerrahm und Zwiebeln. Das stimmt. Ich liebe es, verschiedene Geschmacksrichtungen von Kartoffelchips zu probieren. Sie sind so ein vielseitiger Snack. Absolut. Kartoffelchips sind zu einem festen Bestandteil der Ernährung und der Snackgewohnheiten vieler Menschen auf der ganzen Welt geworden. Waren Sie kürzlich zur Untersuchung beim Arzt? Nein, nicht in einer Weile. Ich versuche zu vermeiden, zum Arzt zu gehen, es sei denn, ich bin wirklich krank. Weißt du, es ist wirklich wichtig, regelmäßig einen Arzt aufzusuchen, auch wenn es dir gut geht. Wirklich? Warum ist das so? Laut den Center for Disease Control and Prevention, CDC, können regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen dazu beitragen, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen, obwohl sie oft besser behandelbar sind. Das wusste ich nicht. Welche Gesundheitsprobleme können Sie erkennen?
Die CDC berichtet, dass Routineuntersuchungen dazu beitragen können, Erkrankungen wie Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Diabetes zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten. Wow, das ist gut zu wissen. Ich schätze, ich sollte bald einen Termin mit meinem Arzt vereinbaren. Definitiv. Vorsorge ist so wichtig für die Erhaltung der Gesundheit. Je früher Sie Probleme erkennen, desto besser. Du hast recht. Ich mache den Termin so schnell wie möglich. Danke für die Information. Kein Problem. Die Pflege Ihrer Gesundheit sollte Priorität haben. Absolut. Ich sorge dafür, dass ich das ab jetzt mache.